Hallo meine Lieben, heute habe ich eine Karte mit einer Inlay-Technik und wie das aussieht und funktioniert, das zeige ich euch gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das ist diese Karte hier. Ich werde euch aber auch noch eine andere Variante zeigen. Es geht einfach darum, dass ihr ein Cutting Die, was in der Regel aus Background oder als Hintergrund verwendet wird, dass ihr das ausstanzt und dann auch in anderen Farben noch ausstanzt und die quasi wieder befüllt, also dieses Inlay. Und ihr seht, hier habe ich das Cutting Die mit dem Wort Beautiful und hier Thanks. Da habe ich einen farbigen Hintergrund und hier habe ich einen weißen Hintergrund mit dem farbigen Schriftzug. Für diese hier verwende ich dieses Cutting Die und für die Blume habe ich dieses Cutting Die verwendet. Und wie wir diese Karte hier machen, das gucken wir uns jetzt an. Was ihr für diese Karte braucht, ist einmal die Basiskarte, die ist bei mir 21 cm mal 14,8 cm, gefasst bei 10,5 cm. Dann in der Größe, so, ich habe hier ein Craft Paper, das ist gleich groß wie die Karte, das heißt, das sind 14,8 cm mal 10,5 cm. Dann braucht ihr ein weißes Stück Papier, um die Form auszustanzen. Was ihr auch noch braucht, sind so Reststücke vom Farbkarton und zwar einfach genug, um, ich werde ja hier innen drinne mit dem Dunkelrot hier quasi einen Akzent setzen, mit Rosa hier außen, das Wort mit Dunkelrot hinterlegen und dann habe ich hier noch so einen kleinen Papierstreifen, den ich entlang der Karte aufklebe. Dafür braucht ihr eben farbigen Karton. Dann ist Hebelschneider nicht schlecht für diese Karte. Und von den Standsets her werde ich eben solche Cutting Dies nehmen, die die Schatten auch dabei haben. Hier werde ich dieses Thanks nehmen. Und dann das Cutting Die für dieses große Ornament. Und weil das sehr filigran ist, habe ich hier auch noch so ein Stück von dem Verpackungsmaterial. Das hilft jeweils, dass es besser ausschneidet. Dann habe ich zusätzlich noch eine Schere für die Sachen aus dem Cutting Die rauszulösen, das Picking Tool. Dann habe ich hier was Spezielles und das ist ein Pick Me Up Tool. Das hat hier eine Plastikkante, mit der man wunderbar arbeiten kann, aber vorne hat es so wie einen Gummikleber, mit dem man Sachen wunderbar oder Papier wunderbar anheben kann und damit besser arbeiten kann. Das ist für solche Karten extrem hilfreich. Dann habe ich Flüssigkleber, wie immer meinen Zementitkleber. Ich brauche noch Dimensionals und hier werde ich einerseits mit diesen Punkten arbeiten, aber ich schmeiße solche Sachen nicht weg, sondern ich verwende dann immer diese Reststücke noch, um die irgendwo noch einzusetzen. Das mache ich auch heute. Und dann brauchen wir logischerweise auch noch die Big Shot. Aber das wäre eigentlich auch schon alles, was wir brauchen. Jetzt fangen wir zuerst mit dem Ausstanzen der Elemente an. Ich werde das Thanks aus Weiß einmal als Schatten ausstanzen. Und einmal die Schrift. Dann muss ich das Wort hier kurz rauspulen, damit ich das noch aus Rot ausstanzen kann. Und das mache ich so, dass ich das einerseits der Schatten und das Wort, das Ganze gleichzeitig ausstanze. Und damit das sauber sitzt und euch nicht rutscht, macht ihr das einfach kurz fest. Und da wirklich darauf achten, dass ihr alle Teile dabei habt. Und dann nehme ich eben dieses große Cutting Die, das weiße Stück Papier, und
Und das ist bei mir ein 200 Gramm Papier, falls ihr euch das gefragt habt. Und da ist es jetzt so, dass ich das Plastik drunter lege, den weißen Cardstock drauf und da drauf das Cutting Die. Das quasi wie ein Sandwich gibt. Und ihr seht jetzt, dass es das somit wunderbar geschnitten hat. Jetzt können wir die ganzen Elemente rauslösen und einfach darauf achten, dass ihr wirklich alles draußen habt. Und was wir jetzt machen wollen, ist, dass wir nur hier quasi diesen runden Bereich, dass wir da aus diesem Dunkelrot den ausschneiden, und da gucke ich einfach, dass ich ein Element habe, was genug groß ist, um das Ganze abzudecken. Das heißt, was ich hier wischen will, sind alles inklusive hier, ich muss es euch so zeigen, diese Spitzen hier sollen mitgeschnitten werden. Ich schneide das jeweils einfach so ein bisschen zurecht, damit ich nicht zu viel Material habe, weil das verwirrt dann mehr, wenn ihr so Einzelstücke habt, wo ihr nicht wisst, gehört jetzt das dazu oder nicht. Und so mache ich das jetzt hier fest. Und ich verwende auch hier immer noch dieses Schaumstoffmaterial. Auch wieder gucken, dass ihr sämtliche Elemente erwischt. Das habe ich auch alles rausgelöst und hier eben, also ich mache da wirklich auf meinem Arbeitsplatz so verschiedene Gruppen, wo ich das alles hinlege, was ich ausgeschnitten habe, damit sich da nichts vermischt. Und was ich jetzt haben will, ist dieser Stern hier, alles von hier weg bis hier zu diesen Punkten. Und so decke ich das auch wieder ab. Und mache auch das kurz fest. Bei dem, was ich in Weiß ausgestanzt habe, brauche ich effektiv nur diese weiße Form. Das, was drin war, das brauche ich nicht. Können wir beiseite schieben. Und damit fange ich jetzt auch gleich schon an. Was ich als allererstes mache, ist, diesen Cardstock hier auf die Karte drauf zu kleben. Und ihr seht, ich habe jetzt hier so ein paar Überstände und die schneide ich noch kurz zurück. Voilà. Dann kommt hier dieses Element drauf. Und zwar versuche ich das so ein bisschen mittig zu machen. Und da arbeite ich mit dem Flüssigkleber. Ihr seht, dass es hier einen Streifen hat. Den werde ich hier drauf lassen und überklebe den nachher mit einem dunkelroten Streifen. Da müsst ihr ja auch nicht alles erwischen. Es geht einfach darum, dass die größeren Bereiche hier Kleber drauf haben. Super.
Genau das sollte nicht passieren. Aber ist ja zum guten Glück ein Kleber, der durchsichtig trocknet. Und jetzt könnt ihr das hier so mittig drauf geben. Natürlich gucken, dass das hier die Kante ist, wo die Karte geschlossen ist. Dann könnt ihr hier kurz den Überstand abschneiden. Und dann das Ganze noch richtig fest streichen. Das Wichtigste ist wirklich, dass es hier gut klebt, hier und vor allem alles, was hier unten und oben abgeschnitten ist, dass das wirklich gut auch auf der Karte klebt. So, das war das und jetzt kümmern wir uns zuerst mal um die roten Teile. Und da müsst ihr jetzt so ein bisschen die Teile suchen, die ihr braucht, und da hilft jetzt eben auch dieses Picking Tool. Das heißt, ich brauche hier sicher den Stern in der Mitte. Dann diese Herzen, und das müssten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sein. Und dann will ich auch noch diese Pfeile. Da habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und den Rest brauchen wir nicht. Und ich mache es jeweils so, dass ich einfach kurz Kleber drauf gebe. In der Regel weniger. Heute ist das Portionieren ein bisschen schwierig. Und dann kann ich mit dem Picking Tool hingehen, das hochheben und das hier einfach reinpassen. Dann nehme ich die nächste Reihe, das heißt, ich nehme hier 4 Herzen. Wenn ihr euch unsicher seid, könnt ihr auch das zuerst ausprobieren und dann die Elemente einfach nochmal hochheben und den Kleber drauf geben. Auch das geht. So, und dann kommen noch die Pfeile drin. Was ich noch sehe, was jetzt ein bisschen komisch aussieht, wenn ich diese beiden Punkte hier nicht habe, von dem her suche ich die auch kurz raus und klebe auch die noch fest. Et voilà, dann hätten wir schon das, was dunkelrot ist. Jetzt brauchen wir noch die rosa Teile. Und ich sehe hier, ein paar Elemente sind hier noch fest drin. Und die klebe ich auch, also mit denen fange ich auch kurz an, dann geht das fast am einfachsten. Und den Rest suche ich jetzt hier quasi so ein bisschen aus diesem Puzzle raus.
ne, wenn ihr euch unsicher seid, dann könnt ihr die Teile einfach mal einpassen und dann einfach nochmal hochheben und dann festkleben. Also je nachdem, wie klar das ist, welches Teil wo rein gehört. Like you like me too. We can take it slow, make sure we do this right. Canceled all my plans to be. Das war es auch schon mit den rosa Zeilen. Ihr seht, es braucht schon ein bisschen Geduld, also für Ungeduldige ist das, glaube ich, nicht wirklich die richtige Aufgabe. Aber, naja, also ich würde jetzt auch nicht das komplette hier jetzt befüllen, sondern es ist wirklich so Spotlight-mäßig einzelne Elemente und dann geht es eigentlich gut. Und deshalb macht es auch Sinn, wenn ihr nur kleine Stücke davon ausstanzt, nicht, dass ihr da das komplette, alle Elemente durcheinander habt und dann wird es schwieriger zu finden, welche Teile hier reinkommen, aber so geht es eigentlich. Jetzt kümmern wir uns noch kurz um den Schriftzug. Das Stamps in dunkelrot brauchen wir nicht, aber ich mache das immer so, ich packe das immer zu den Stanzen dazu, damit ich das für ein anderes Projekt verwenden kann. So, und jetzt nehmen wir hier den Schatten und kleben dieses Element hier drauf und dann auch gleich das Weiße noch rein. Dann kommt hier noch das Weiße rein und ich werde jetzt effektiv hier das alles befüllen, weil was wir dann auch machen, sind die roten Teile hier dann auch noch einfüllen, da wo wir die brauchen. Et voilà. Und was wir jetzt auch noch brauchen, ist hier dieser dunkelrote Streifen. Wie es der Zufall will, habe ich hier tatsächlich gerade noch in meiner Sammlung an Stücken, die ich aus anderen Bastelprojekten hatte, gerade so einen Streifen, aber da messt ihr euch einfach ab, wie groß der sein muss, damit es hier drauf passt. So, und zu guter Letzt kommt noch das Stamps mit Dimensionals auf die Karte drauf. Und wie gesagt, ich habe jetzt hier noch einen großen runden, den mache ich hier in die Mitte und den Rest befülle ich effektiv einfach mit diesen Zwischenteilen. Also die müsst ihr nicht wegschmeißen, die könnt ihr wunderbar so auch noch einsetzen. Weil darunter sieht ja kein Mensch, ne? Sieht jetzt hier hinten ein bisschen aus wie ein Flickwerk, aber eben wie gesagt, das sieht kein Mensch, ne? Und jetzt könnt ihr das hier noch im unteren Bereich aufbringen. Schön gerade. Et voilà. Fertig ist diese Karte und wie gesagt, ist jetzt nicht unbedingt was für Ungeduldige, aber ich finde den Effekt von diesem Inlay halt schon sehr schön. Und hier auch nochmal das zweite Beispiel, wo ich das mit dieser Rose gemacht habe. Und das war auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat die Idee und das Video gefallen und ihr habt Lust, es selber auch mal auszuprobieren.
Die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch wie immer unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald! Everyone wants to be swept